Lektion 1. Unterstützung lokaler Landwirte. Guten Morgen, Anna. Ich habe in diesen Tagen viel darüber nachgedacht, wie wir die Bauern vor Ort unterstützen können. Hey John, das ist ein großartiges Thema. Welche Ideen hast du im Kopf? Nun, ich dachte, wir könnten versuchen, mehr unserer Produkte direkt von lokalen Farmen zu kaufen. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich habe gehört, dass das für Kleinbauern einen großen Unterschied machen kann. Exakt. Außerdem wette ich, das Essen wäre auch viel frischer und schmackhafter. Auf jeden Fall. Und es ist eine so einfache Möglichkeit für uns, einen positiven Einfluss auf unsere Community zu haben. Absolut. Was denkst du wäre der beste Weg, das zu tun? Vielleicht könnten wir damit beginnen, uns alle Bauernmärkte oder CSS, Community Supported Agriculture, in der Gegend anzusehen. Oh, das ist ein toller Vorschlag. Ich wette, wir könnten auf diese Weise einige wirklich hochwertige, saisonale Produkte finden. Ganz gewiss. Und wir würden den Zwischenhändler ausschalten, damit die Landwirte einen größeren Anteil an den Gewinnen hätten. Auf jeden Fall. Und ich wette, wir würden auch die Farmer kennenlernen, was wirklich cool wäre. Genau. Es geht nur um die Verbindung dazu, woher unser Essen kommt. Vollkommen. Und wer weiß, vielleicht könnten wir uns sogar freiwillig für einen Tag oder so auf einer lokalen Farm engagieren. Oh, das würde so viel Spaß machen. Ich wette, wir würden dabei eine Menge lernen. Absolut. Es wäre eine großartige Möglichkeit, all die harte Arbeit, die in den Anbau unserer Lebensmittel gesteckt wird, wirklich zu würdigen. Auf jeden Fall. Und es könnte uns sogar dazu inspirieren, unseren eigenen kleinen Hausgarten anzulegen, weißt du? Hey, das ist eine fantastische Idee. Wir könnten etwas von unserem eigenen Gemüse und unseren Kräutern anbauen. Genau. Auf diese Weise würden wir die lokale Landwirtschaft unterstützen und uns die Hände schmutzig machen. Ich liebe es. Ich freue mich sehr darauf, all diese Optionen zu erkunden. Hier auch, John. Ich denke, das könnte der Beginn eines wirklich lohnenden neuen Hobbys für uns sein. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche tollen lokalen Speisen wir entdecken. Lektion 2. 24 Stunden Fitness. Sag mal, Anna, wusstest du, dass unser Gebäude ein Fitnessstudio hat, das rund um die Uhr geöffnet ist? Wow, wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Das ist so praktisch. Ich weiß, oder? Ich wollte es mir ansehen, hatte aber noch keine Gelegenheit dazu. Nun, wir sollten auf jeden Fall irgendwann zusammen hingehen. Es wäre toll, einen Trainingspartner zu haben. Unbedingt. Das fände ich toll. Welche Art von Bewegung magst du normalerweise? Ich bin ein großer Fan von Gewichtheben und hochintensivem Intervalltraining. Nett, ich auch. Ich versuche auch, die Dinge mit ein bisschen Cardio zu vermischen. Klingt perfekt. Wir könnten ein Ganzkörpertraining machen oder vielleicht etwas Yoga. Oh, Yoga wäre unglaublich. Ich wollte schon länger darauf eingehen. Es ist so gut für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden. Ich denke, du würdest es wirklich genießen.
Ich bin mir sicher, dass ich das tun würde. Und dich da zu haben, um mich zu leiten, wäre super hilfreich. Gar kein Problem. Ich zeige Ihnen gerne, wie es geht. Fantastisch, danke. Und vielleicht könnten wir danach einen gesunden Smoothie essen oder so. Unbedingt. Ich finde, es gibt eine tolle kleine Saftbar in der Lobby. Perfekt. Es wird der perfekte Leckerbissen nach dem Training sein. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, unsere Fitnessroutine in Gang zu bringen. Ich auch nicht. Das wird so viel Spaß machen. Einverstanden. Es wird toll sein, einen Trainingspartner zu haben. Absolut. Darauf freue ich mich sehr. Lektion 3. Eine köstliche Mahlzeit zubereiten. Guten Morgen, Anna. Ich fühle mich inspiriert, heute etwas Leckeres zu kochen. Hast du irgendwelche guten Rezeptideen? Hallo John, ich habe gerade das Gleiche gedacht. Ich habe Hühnchen, Reis und Gemüse in meinem Kühlschrank. Wir könnten eine schöne Bratpfanne machen. Oh, das klingt perfekt. Welche Zutaten hast du genau? Vielleicht kann ich auch ein paar Dinge beitragen. Mal sehen, ich habe Hähnchenbrust, Langkornreis, Brokkoli, Karotten und etwas Sojasauce. Was hast du, das funktionieren könnte? Ich habe etwas Knoblauch, Ingwer und vielleicht noch ein paar andere Gemüsesorten, die wir hinzufügen könnten. Eine Pfanne mit all diesen Zutaten wäre köstlich. Wunderbar, dann setzen wir das alles zusammen. Ich kann das Gemüse zerkleinern, während du den Reis kochst. Hört sich gut an. Wir werden ein großartiges Team in der Küche bilden. Ich fange mit dem Reis an und helfe dann beim Hacken. Perfekt. Sobald der Reis fertig ist, können wir das Hühnchen und das Gemüse anbraten. Etwas Knoblauch und Ingwer lassen die Aromen richtig hervorstechen. Auf jeden Fall. Etwas Sojasauce und vielleicht auch etwas Sesamöl. Das wird eine leckere Mahlzeit sein. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, mich damit zu beschäftigen. Zusammenkochen macht immer so viel Spaß. Ich stimme zu, es ist das Beste. In Ordnung, lass uns loslegen. Ich fange mit dem Reis an, während du mit dem Hacken anfängst. Klingt gut. Partner. Mal sehen, welche kulinarische Magie wir kreieren können. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Unsere Bratpfanne wird phänomenal sein. Lektion 4. Modische Fundstücke. Jo Anna, hast du gehört, dass es dieses Wochenende einen riesigen Verkauf im Einkaufszentrum gibt? Klingt nach der perfekten Zeit zum Einkaufen. Oh, wirklich. Ich musste meine Garderobe auf den neuesten Stand bringen. Welche Angebote bieten Sie an? Alle großen Marken haben 20 bis 50% Rabatt. Alles von stylischen Kleidern bis hin zu den neuesten Schuhen und Accessoires. Das ist unglaublich. Ich könnte definitiv ein paar neue Outfits gebrauchen. Vielleicht finde ich das perfekte Outfit für die Hochzeit meiner Cousine nächsten Monat. Oh, eine Hochzeit? Oh, das ist aufregend. Wir müssen sicherstellen, dass du absolut umwerfend aussiehst. Definitiv. Ich möchte etwas wirklich Modisches und Schmeichelhaftes finden.
Vielleicht ein wunderschönes Midi-Kleid mit Blumenmuster oder ein eleganter Hosenanzug. Beides großartige Optionen. Und mit diesen Rabatten könntest du wahrscheinlich ein ganz neues Outfit und einige Accessoires bekommen. Oh ja, trendiger Schmuck oder eine süße Klatsch würden den Look wirklich zusammenfügen. Dieser Verkauf kommt zum perfekten Zeitpunkt. Zweifellos. Wir sollten einen Tag draus machen, ins Einkaufszentrum gehen, ein paar Sachen anprobieren, vielleicht auch zum Mittagessen. Das klingt absolut perfekt. Ich bin so aufgeregt. Wann wolltest du gehen? Ich habe das ganze Wochenende Zeit. Wie wäre es mit Samstagnachmittag? Wir können früh anfangen und unsere Einkaufszeit wirklich maximieren. Klingt gut für mich. Ich muss im Voraus ein wenig recherchieren, damit ich weiß, in welche Geschäfte ich zuerst gehen muss. Kluger Schachzug. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, mit welchen stylischen Funden Sie nach Hause kommen. Das wird so viel Spaß machen. Ich auch. In Ordnung, machen wir's. Samstag ist es. Ich stelle mir schon meine neuen fabelhaften Outfits vor. Haha, ich auch. Das wird ein sehr produktives und modisches Wochenende. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 5. Die Stadt genießen. Hey Anna, genießt du deinen Aufenthalt hier in der Stadt? Unbedingt. Die Stadt ist einfach unglaublich. Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Ich freue mich so, das zu hören. Was war bisher dein Lieblingsteil? Es ist schwer, mich zu entscheiden, aber ich habe die lebendige Kunstszene wirklich geliebt. Oh, die Kunstszene hier ist Weltklasse. Warst du schon in irgendwelchen Galerien? Ja, ich war neulich im Museum für moderne Kunst und es war unglaublich. Ist es nicht? Die Ausstellungen dort regen immer so zum Nachdenken an. Auf jeden Fall. Ich hätte Stunden damit verbringen können, durch die verschiedenen Ausstellungen zu schlendern. Ich kenne das Gefühl. Die Stadt ist wirklich ein kulturelles Zentrum, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und das Essen ist auch super. Ich habe alle möglichen neuen Küchen ausprobiert. Ah ja, die Restaurants hier sind wirklich phänomenal. Bisher irgendwelche Lieblingsrestaurants? Nun, ich hatte neulich das leckerste Sushi in diesem kleinen Ort in der Innenstadt. Oh, ich liebe Sushi. Da musst du mich irgendwann hinbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Unbedingt. Das würde ich gerne. Es ist einfach so ein gemütlicher, authentischer Ort. Klingt perfekt. Ich bin immer auf der Suche nach großartigem Sushi. Dann hast du Glück. Dieser Ort ist definitiv ein verstecktes Juwel. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Diese Stadt überrascht mich immer wieder. Ich weiß, oder? Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Das macht es zu einem so unglaublichen Ort für einen Besuch. Stimme voll und ganz zu. Ich bin so froh, dass ich die Gelegenheit hatte, hierher zu kommen. Ich auch. Es war mir eine wahre Freude, dir alles zeigen zu dürfen. Lektion 6. Garderobenplanung.
Guten Morgen, Anna. Haben Sie irgendwelche besonderen Kleidungsstücke für Ihre Reise im Sinn? Gute Frage. Ich habe viel über meine Garderobe für diese Reise nachgedacht. Hört sich gut an. Was für Gegenstände hoffst du zu finden? Nun, ich würde gerne ein paar vielseitige Teile bekommen, die ich mischen und kombinieren kann. Das ist ein kluger Ansatz. Etwas Bestimmtes, nach dem du Ausschau hältst? Ich denke, ein schöner Blazer, den ich schick oder leiser anziehen kann, wäre wirklich nützlich. Exzellente Idee. Ein gut sitzender Blazer kann jedes Outfit aufwerten. Genau. Und ich würde auch gerne ein paar bequeme, stylische Oberteile finden. Nett. Gibt es bestimmte Farben oder Muster, zu denen du dich hingezogen fühlst? Ich fühle mich wirklich zu neutralen Tönen wie Schwarz, Weiß und Grau hingezogen. Sie sind so einfach zu koppeln. Absolut. Neutrale Farben sorgen für einen schicken, zeitlosen Look. Auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne ein paar Farbakzente finden, um die Dinge aufzupeppen. Oh, das klingt nach einem großartigen Plan. Hast du irgendwelche bestimmten Farben im Sinn? Ich liebe in letzter Zeit wirklich Juwelentöne, vielleicht ein sattes Burgunder oder Smaragdgrün. Die würden umwerfend aussehen. Sehr raffiniert und elegant. Richtig. Ich finde, sie passen wunderbar zu den neutralen Basics. Ganz gewiss. Du denkst das wirklich strategisch durch. Nun, ich möchte sicher gehen, dass ich eine zusammenhängende, vielseitige Garderobe für die Reise habe. Klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist. Ich bin sicher, du wirst ein paar tolle Stücke finden. Ich hoffe es. Ich freue mich darauf, in die Geschäfte zu gehen und ein wenig Mode zu erkunden. Fantastisch. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs Styling-Tipps benötigen. Werde ich tun. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Das wird so viel Spaß machen. Absolut. Genieße das Einkaufsabenteuer. Lektion 7. Veränderte Wahrnehmungen. Jo, Anna, hast du gehört, was mit Blei passiert ist? Nein, was ist los? Nein, ich habe die Geschichte nicht verfolgt. Offenbar wurde er zuerst als Held begrüßt, aber die Einstellung der Öffentlichkeit hat sich wirklich geändert. Oh, das ist interessant. Ich frage mich, was zu der Veränderung der Wahrnehmung geführt hat. Soweit ich weiß, scheint es zu einigen Kontroversen um sein Handeln gekommen zu sein. Ich verstehe. Wissen Sie mehr darüber, was er getan hat, das die Gegenreaktion verursacht hat? Nicht zu viele Einzelheiten, aber ich habe Gerüchte über fragwürdige Entscheidungen gehört. Das ist schade. Es ist immer eine Schande, wenn jemand mit einem solchen Versprechen anfängt. Auf jeden Fall. Da fragt man sich, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Exakt. Die öffentliche Meinung kann so wankelmütig sein, besonders in der heutigen Zeit. Kein Scherz. In einer Minute bist du der Stolz der Stadt, und in der nächsten sind alle gegen dich gerichtet.
Ja, es ist schwer, diese Lektion zu lernen. Ruhm und Verehrung können vergänglich sein. Absolut. Es unterstreicht wirklich, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Absolut. Integrität und Charakter sind auf lange Sicht viel wichtiger. Ganz gewiss. Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir dem Hype nicht immer glauben sollten. Auf jeden Fall. In der Regel steckt mehr hinter der Geschichte als das, was in den Schlagzeilen steht. Auf jeden Fall. Ich schätze, wir müssen abwarten, wie sich diese ganze Bleisituation entwickelt. Ja, es wird interessant sein zu sehen, ob er in der Lage ist, die Dinge umzukehren oder ob der Schaden angerichtet ist. Richtig, nur die Zeit wird es zeigen. Aber es ist mit Sicherheit ein warnendes Beispiel. Auf jeden Fall. Lektionen in Demut und Bodenhaftung, auch im Angesicht des Erfolgs. Exakt. Rundum gute Punkte. Es ist gewiss ein komplexes Thema. Lektion 8. Redewendungen dekodieren. Jo, Anna, hast du das neue Comedy-Special auf Netflix gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Worum geht es? Nun, der Komiker hat all diese seltsamen englischen Redewendungen und Ausdrücke gespielt. Oh wirklich? Wie was für Dinge? Haha, weißt du, Sachen wie es regnet in Strömen oder lass die Katze aus dem Sack. Ah ja, die sind so seltsam, wenn man wirklich über sie nachdenkt. Ich weiß, oder? Er hat nur darüber geredet, wie unsinnig sie klingen. Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass diese für Nichtmuttersprachler wirklich rätselhaft wären. Vollkommen. Und er brach zusammen, wo einige von ihnen vielleicht hergekommen sein könnten. Das ist cool. Es ist immer interessant, die Ursprünge gängiger Ausdrücke zu erforschen. Auf jeden Fall. Wussten Sie zum Beispiel, dass gut schlafen eigentlich eine Anspielung auf alte Matratzen ist? Auf keinen Fall, wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ja, offenbar mussten die Seile, mit denen die Matratzen gestützt wurden, festgezogen werden, damit du nicht durchfällst. Lerne jeden Tag etwas Neues. Über welche anderen hat er gesprochen? Oh Mann, er ging darauf ein, dein Bein zu ziehen und die Katze aus dem Sack zu lassen. Oh, das sind gute. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich verwirrend wären. Ernsthaft. Und dann waren da noch die, die einfach totaler Unsinn sind, wie es regnet in Strömen. Haha, ja, wo kam der überhaupt her? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß, oder? Der Komiker hat gerade angefangen, es herauszufinden. Das kann ich mir vorstellen. Solche Ausdrücke müssen Leuten, die Englisch lernen, echte Kopfschmerzen bereiten. Absolut. Aber ich denke, das ist ein Teil dessen, was die Sprache so lustig und farbenfroh macht. Stimmt, stimmt. Ich muss all die Macken und Redewendungen lieben, die Englisch so einzigartig machen. Ganz gewiss. Das macht die Dinge interessant, das ist sicher. Auf jeden Fall.
Ich muss mir das Comedy-Special ansehen. Es klingt ziemlich unterhaltsam. Auf jeden Fall. Es ist ein Krach zu hören, wie jemand all diese skurrilen Ausdrücke aufschlüsselt. Lektion 9. Neujahrs-Countdown. Jo, Anna, kannst du glauben, dass das Jahr fast vorbei ist? Ich weiß, oder? Dieses Jahr ist wie im Flug vergangen. Im Ernst, es fühlt sich an, als hätten wir erst gestern im Jahr 2024 geklingelt. Ich weiß, die Zeit vergeht wirklich so schnell. Machst du irgendwas Lustiges zu Silvester? Nun, meine Freunde und ich planen eine große Party bei mir zu Hause. Das wird ein wilder Abend. Oh nett, das klingt nach einem Knaller. Ich halte es dieses Jahr zu Hause einfach zurückhaltend. Ach, komm schon, du musst zu uns kommen. Ohne dich wird es nicht dasselbe sein. Haha, ich weiß nicht, ich bin nicht wirklich ein Fan der großen verrückten Neujahrspartys. Oh, sei kein Partyfreak. Das wird die perfekte Art sein, 2024 stillvoll zu verabschieden. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Vielleicht ändere ich meine Meinung kurz vor dem großen Tag. Du bist besser. Es ist kein Silvester ohne meinen Lieblingstanzpartner. Haha, in Ordnung, ich werde darüber nachdenken. Um wie viel Uhr fangt ihr mit dem Schindig an? Wahrscheinlich um 9 oder 10. So können wir zusehen, wie der Ball um Mitternacht zusammenfällt. Oh, der Ballwurf. Das ist immer so ein klassischer Moment. Vollkommen. Es hat einfach etwas, die letzten Sekunden des Jahres herunterzuzählen. Ganz gewiss. Und dann die große Konfetti-Explosion, wenn die Uhr 12 schlägt. Genau. Es ist wie die perfekte Art, ein brandneues Jahr einzuläuten. Auf jeden Fall. Den Appell sehe ich jetzt. Vielleicht muss ich mich euch doch anschließen. Ja, ich wusste, dass ich dich überzeugen kann. Es wird episch, das verspreche ich. In Ordnung, du hast meinen Arm verdreht. Zählen Sie auf mich zur Neujahrsfeier. Juhu, das wird das beste Silvester aller Zeiten, das kann ich jetzt schon sagen. Haha, wir verabschieden uns von 2024 und begrüßen Sie 2025 mit Stil. Prost dazu, mein Freund. Das wird ein Knaller, ich weiß es einfach. Lektion 10. Wanderabenteuer. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem neuen Wanderweg gehört, der gerade eröffnet wurde? Nein, habe ich nicht. Wo ist es? Ich wollte in letzter Zeit etwas wandern. Es ist nur ein paar Meilen außerhalb der Stadt. Es soll absolut hinreißend sein. Oh, das klingt perfekt. Ich könnte einen schönen Ausflug in die Natur gebrauchen. Wollt ihr es zusammen überprüfen? Definitiv. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Wann kannst du gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich habe keine Pläne, also bin ich völlig offen. Süß, Wochenende ist es dann. Wir können ein Picknick einpacken und einen Tag daraus machen.
Hört sich toll an. Ich stelle mir schon die schöne Aussicht und die frische Luft vor. Das gleiche hier. Das wird die beste Wanderung aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, die Landschaft zu sehen. Ich auch nicht. Nur wir, die Natur und vielleicht ein paar Wildtiere, wenn wir Glück haben. Genau. Vielleicht entdecken wir ein paar Rehe oder sogar ein paar Vögel. Es wird so friedlich sein. Vollkommen. Und die Übung wird auch großartig sein. Ich musste aktiver werden. Auf jeden Fall. Diese Wanderung wird der perfekte Weg sein, um sich für das neue Jahr in Form zu bringen. Ganz gewiss. Ich bin aufgepumpt. Um wie viel Uhr sollten wir uns auf den Trail machen? Wie wäre es, wenn wir uns gegen 9 Uhr treffen? Lektion 11. Unerwartete Begegnungen. Hey Anna, hast du von der tragbaren Küche aus den 1870er Jahren gehört? Ich habe gelesen, dass es damals eine ziemlich revolutionäre Erfindung war. Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Was war das Besondere daran? Nun, offenbar ermöglichte es Cowboys und Siedlern, eine voll ausgestattete Küche zu haben, die sie unterwegs mitnehmen konnten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Herd, Töpfe und Pfannen in einer kompakten, tragbaren Einrichtung. Wow, das muss unglaublich nützlich für diejenigen gewesen sein, die einen nomadischen Lebensstil führen. Es ist erstaunlich, wie Menschen Wege gefunden haben, sich an die Herausforderungen des Grenzlebens anzupassen. Absolut. Und wissen Sie, wie viele Cowboys es im 19. Jahrhundert schätzungsweise gab? Rund 40.000. 40.000 Cowboys. Das ist viel mehr, als ich vermutet hätte. Ich frage mich, wie ihr Alltag aussah, mit all der Ausrüstung von Ort zu Ort zu ziehen. Es muss ein ziemlich abenteuerlicher Lebensstil gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, jeden Tag an einem anderen Ort aufzuwachen, mit den offenen Ebenen und dem endlosen Himmel um dich herum? Es klingt in gewisser Weise ziemlich romantisch. Ich würde gerne mehr über die täglichen Routinen und Herausforderungen erfahren, mit denen sie konfrontiert waren. Es ist erstaunlich, wie sich die Menschen damals an eine so andere Lebensweise angepasst haben. Du hast recht, es ist faszinierend, darüber nachzudenken. Ich bin wirklich neugierig, mehr über die tragbaren Küchen zu erfahren und wie sie das Cowboy-Erlebnis mitgeprägt haben. Es gibt wahrscheinlich so viel, was wir über diese Zeit herausfinden können. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Es hat mir die Augen für einen ganz neuen Aspekt der Geschichte geöffnet, über den ich vorher nicht viel wusste. Wer weiß, welche anderen verborgenen Juwelen wir entdecken könnten, wenn wir diese Art von Themen weiter erforschen. Genau. Es gibt immer mehr zu lernen, und Gespräche wie diese lassen mich schätzen, wie viel es über die Vergangenheit zu entdecken gibt. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und die neuen Perspektiven, die wir teilen können. Lektion 12. Fitnessorientiert. Hey Anna, ich habe tatsächlich angefangen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Es hat einen großen Unterschied gemacht. Oh, das ist großartig. Was für Workouts hast du gemacht? Ich habe es durcheinander gebracht, ein bisschen Gewichtheben, etwas Cardio und sogar etwas Yoga. Es hat mir wirklich geholfen, mich energiegeladener zu fühlen. Das klingt nach einer abgerundeten Routine. Ich wette, die Abwechslung macht es auch interessant. Haben Sie noch andere Vorteile bemerkt, als sich einfach energiegeladener zu fühlen? Definitiv. Meine Körperhaltung hat sich verbessert und ich habe auch ein paar Pfund abgenommen.
Es war wirklich motivierend, solche Ergebnisse zu sehen. Das ist großartig. Ich wollte schon lange anfangen, konsequenter zu trainieren. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der sich gerade darauf einlässt? Ich würde sagen, fange langsam an und konzentriere dich darauf, nachhaltige Gewohnheiten aufzubauen. Versuche nicht, alles auf einmal zu überarbeiten. Schon ein paar Fahrten ins Fitnessstudio pro Woche können einen großen Unterschied machen. Das macht sehr viel Sinn. Langsamer und stetiger Fortschritt ist wahrscheinlich der richtige Weg. Ich werde diesen Ansatz ausprobieren müssen, wenn ich anfange. Exakt. Und sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn du hier und da ein Training verpasst. Der Schlüssel ist, einfach immer wieder aufzutauchen und es zu einem Teil ihrer Routine zu machen. Das ist ein wirklich guter Rat. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Vielleicht können wir sogar irgendwann zusammen ins Fitnessstudio gehen und uns gegenseitig motivieren. Das fände ich toll. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund zu trainieren. Wir können uns gegenseitig drängen und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Dann ist es ein Deal. Darauf freue ich mich. Dies wird der Beginn einer großartigen Fitnessreise für uns beide sein. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Fortschritte, die wir machen werden. Das wird Spaß machen. Lektion 13. Motivation im Fitnessstudio. Hey Anna, ich war in letzter Zeit wirklich motiviert, meine Fitnessroutine aufrechtzuerhalten. Das ist großartig. Was hat dir geholfen, so konsequent zu bleiben? Nun, ich finde, dass mich das Training im Fitnessstudio konzentrierter und energiegeladener hält, als wenn ich nur zu Hause trainiere. Ich kann mir vorstellen, dass das strukturierte Umfeld von Vorteil wäre. Haben Sie ein Lieblingstraining, das Sie im Fitnessstudio genießen? Ich liebe die Abwechslung. Ich mache ein bisschen Krafttraining, springe dann aufs Laufband für ein bisschen Cardio und manchmal beende ich sogar mit einer Yogastunde. Das klingt nach einer wirklich abgerundeten Routine. Die Mischung aus Kraft, Ausdauer und Flexibilität muss ideal sein. Absolut. Es hilft mir, mich insgesamt stärker und ausgeglichener zu fühlen. Außerdem motiviert mich das Fitnessumfeld einfach. Das kann ich mir vorstellen. Es kann wirklich inspirierend sein, von anderen Menschen umgeben zu sein, die hart arbeiten. Auf jeden Fall. Und die Fitnessgeräte und Geräte machen es einfach, meine Fortschritte zu verfolgen, was ein großer Motivator ist. Das ist ein gutes Argument. Zu sehen, wie sich die Zahlen im Laufe der Zeit verbessern, muss sich so lohnend anfühlen. Das tut es wirklich. Ich finde, dass das Erfolgserlebnis mich immer wieder zurückkommen lässt, auch an den Tagen, an denen ich keine Lust habe. Das ist der Schlüssel, oder? Diese Gewohnheit zu etablieren und dabei zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Ich bewundere dein Engagement. Danke. Ich freue mich, alle Tipps zu teilen, die mir geholfen haben. Beständigkeit ist wirklich die größte Herausforderung, aber am Ende lohnt es sich. Das weiß ich zu schätzen. Vielleicht können wir irgendwann zusammen ins Fitnessstudio gehen und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Das fände ich toll. Einen Trainingspartner zu haben, macht es noch angenehmer. Lektion 14. Produktivitätstools. Hey Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Produktivitätstools ausprobiert? Ich habe mit einigen experimentiert, die wirklich bahnbrechend waren. Oh, das ist interessant. Ich bin immer auf der Suche nach Tools,
die mir helfen können, intelligenter zu arbeiten. Welche hast du benutzt? Nun, ich habe diese App namens Trello geliebt. Sie eignet sich hervorragend, um Aufgaben und Projekte visuell zu organisieren. Ah ja, ich habe gute Dinge über Trello gehört. Was gefällt dir am besten daran, es zu benutzen? Ich finde es sehr hilfreich, um große Aufgaben in kleinere, überschaubarere Schritte zu unterteilen. Und das Kanban-Board-Layout ist so zufriedenstellend. Das macht sehr viel Sinn. In der Lage zu sein, deine Fortschritte visuell zu sehen, kann sehr motivierend sein. Genau. Und ich verwende dazu auch die Pomodoro-Technik, was meine Produktivität gesteigert hat. Die Pomodoro-Methode, das ist ein klassischer Produktivitätshack. Hast du dafür eine Lieblingstimer-App? Ich habe diesen benutzt, der Focus Keeper heißt. Es hat eine wirklich saubere, einfache Oberfläche, die mich auf dem Laufenden hält. Oh, das muss ich mir mal ansehen. Gibt es noch andere Tools, die du für mehr Produktivität empfehlen würdest? HMM, ich habe Notion auch geliebt, weil es mir Notizen macht und alle meine Dokumente an einem Ort aufbewahrt. Notion ist fantastisch, da stimme ich zu. Die Flexibilität, es anzupassen, ist sehr nützlich. Auf jeden Fall. Ich verwende es für alles, vom Brainstorming bis zur Projektplanung. Es ist ein Wendepunkt. Ich verstehe, warum Sie von diesen Tools so begeistert sind. Sie klingen, als hätten sie Ihren Arbeitsablauf wirklich verändert. Absolut. Die richtigen Produktivitäts-Apps haben einen großen Unterschied darin gemacht, wie ich meine Zeit verwalte und Dinge erledige. Das ist großartig. Ich freue mich darauf, einige der von Ihnen empfohlenen Tools auszuprobieren. Danke für die tollen Tipps. Natürlich teile ich immer gerne mit, was für mich funktioniert hat. Lass es mich wissen, wenn du weitere Fragen hast. Lektion 15. Umgang mit Erkältungen. Huch, sieht aus, als ob die kalte Jahreszeit in vollem Gange ist, oder? Erzähl mir davon. Die meisten meiner Freunde haben sich eine Erkältung nach der anderen eingefangen. Ich weiß, es ist verrückt. Sie husten, schniefen und niesen ständig. Im Ernst, ich sehe, wie sie überall Taschentücher mit sich herumtragen. Putzen Sie sich ununterbrochen die Nase. Es ist ein echter Produktivitätskiller, wenn Sie sich ständig nicht ganz auf der Höhe fühlen. Absolut. Es muss so frustrierend sein, diese lästigen Keime ständig abzuwehren. Ganz gewiss. Ich versuche, mich mit Vitamin C zu versorgen und mich ausreichend auszuruhen, wenn ich eine Erkältung spüre. Gute Entscheidung. Es ist auch wichtig, hydratisiert zu bleiben. Heißer Tee mit Honig kann so beruhigend sein. Oh ja, das ist eines meiner Lieblingsmittel. Alles, um den kratzenden Hals zu beruhigen. Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, wie wichtig Schlaf ist. Ihr Körper braucht diese Ausfallzeiten, um sich wieder aufzuladen. Vollkommen. Ich versuche, 8 Stunden pro Nacht zu priorisieren, auch wenn das bedeutet, meinen Zeitplan neu zu ordnen. Kluger Schachzug. Vorbeugen ist so viel einfacher als zu versuchen, eine Erkältung abzuwehren. Absolut. Ich muss alles tun, um gesund zu bleiben, besonders in dieser Jahreszeit.
Einverstanden. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und Wohlbefinden in den kommenden Monaten. Danke, du auch. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps zur Kältebekämpfung haben. Lektion 16. Ich freue mich auf das Event. Guten Morgen, Anna. Ich freue mich riesig auf das Event, das wir an diesem Wochenende für unsere Fans veranstalten. Bist du bereit, alle Gäste willkommen zu heißen? Hallo John. Ja, ich kann es kaum erwarten. Wir haben das monatelang geplant und ich denke, es wird ein großer Erfolg werden. Was sind einige der Aktivitäten, die wir geplant haben? Nun, wir haben eine Meet-and-Greet-Session, in der die Fans mit den Spielern interagieren können, eine Skills-Herausforderung und natürlich das Hauptspiel. Ich freue mich wirklich darauf, die Energie und den Enthusiasmus des Publikums zu sehen. Das ist fantastisch. Ich bin mir sicher, dass die Fans das alles lieben werden. Und wir bieten ihnen auch einige großartige Einrichtungen und Annehmlichkeiten, oder? Absolut. Wir haben jede Menge Essen und Getränke, bequeme Sitzbereiche und sogar einige unterhaltsame Aktivitäten wie eine Fotokabine. Ich denke, die Fans werden all die Mühe, die wir unternommen haben, um diese Veranstaltung zu etwas Besonderem zu machen, wirklich zu schätzen wissen. Ich stimme zu. Wir wollen unseren Fans zeigen, wie sehr wir ihre Unterstützung schätzen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für sie, sich dem Team und dem Spiel, das sie lieben, wirklich verbunden zu fühlen. Auf jeden Fall. Ich bin zuversichtlich, dass diese Veranstaltung ein Hit wird und uns helfen wird, unsere Bindung zu den Fans noch weiter zu stärken. Sie verdienen das Beste, und wir werden liefern. Ich bin so froh, dass du so denkst, John. Ich freue mich, all die lächelnden Gesichter zu sehen und den Jubel der Menge zu hören. Das wird ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Machen wir das zur besten Veranstaltung, die wir je veranstaltet haben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenkommt. Lektion 17. Nach Krankheiten suchen. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine Frage an Sie zur Überprüfung auf Krankheitszeichen. Oh, klingt interessant. Was hattest du im Sinn? Nun, ich weiß, dass es wichtig ist, Augen, Ohren und Hals zu untersuchen, wenn es jemandem nicht gut geht. Absolut. Dies sind wichtige Bereiche, in denen potenzielle Probleme untersucht werden müssen. Richtig, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Augen normal auf Lichtveränderungen reagieren und nicht rot oder gereizt erscheinen. Exakt. Und die Ohren auf ungewöhnliche Ausscheidungen oder Anzeichen einer Infektion untersuchen. Auf jeden Fall. Und der Hals, auf der Suche nach Rötungen, Schwellungen oder weißen Flecken, die auf Streptokokken hinweisen könnten. Genau. Diese Art von visuellen Hinweisen kann sehr hilfreich sein, um zu diagnostizieren, was vor sich geht. Auf jeden Fall. Und ich habe gehört, dass es auch wichtig ist, auf Dinge wie die Temperatur zu achten. Guter Punkt. Die Überprüfung auf Fieber ist eine klassische Methode, um herauszufinden, ob jemand gegen eine Krankheit kämpft. Absolut. Und die Atemmuster überwachen und auf Keuchen oder Stauungen achten. Vollkommen. Diese Atemwegssymptome können ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass etwas Ernsteres vor sich geht. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie viel man lernen kann, wenn man nur genau aufpasst. Absolut. Und natürlich wird immer empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, wenn irgendwelche besorgniserregenden Anzeichen auftreten.
Ganz gewiss. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke für den tollen Chat, viele hilfreiche Informationen, die Sie im Hinterkopf behalten sollten. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere medizinische Fragen haben. Lektion 18. Ein gutes Geschäft sichern. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich etwas fragen. Musstest du schon einmal einen Preis aushandeln und hattest wirklich das Gefühl, ein fantastisches Angebot bekommen zu haben? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe definitiv ein paar Geschichten, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich die Nase vorn hatte. Erzähl es. Ich versuche immer, meine Verhandlungsfähigkeiten zu verbessern. Nun, neulich habe ich einen neuen Laptop gekauft, und der ursprüngliche Preis war weit außerhalb meines Budgets. Huch, das kann so eine schwierige Situation sein. Absolut. Aber ich entschied mich für einen freundlichen, neugierigen Ansatz. Ich habe ein Kompliment zu den Spezifikationen gemacht und dann sanft gefragt, ob es Verhandlungsspielraum gibt. Und wie ist das rübergegangen? Zu meiner Überraschung war der Verkäufer sehr empfänglich. Am Ende haben sie ein paar $100 vom Preis abgezogen. Auf keinen Fall, das ist großartig. Ich bin beeindruckt, dass Sie einen so großen Rabatt erhalten haben. Ich auch. Ich denke, es hat wirklich geholfen, dass ich vernünftig und wertschätzend und nicht konfrontativ rüberkam. Das ist ein gutes Argument. Mit Honig fängt man mehr Fliegen, wie man so schön sagt. Genau. Und das Beste daran war, dass der Verkäufer tatsächlich glücklich schien, mir ein Angebot zu machen. Es war eine Win-Win-Situation. Wow, das ist wirklich gut zu wissen. Den Ansatz werde ich beim nächsten Mal ausprobieren müssen. Probiere es auf jeden Fall aus. Und haben Sie keine Angst, mit Ihren Vorschlägen ein wenig kreativ zu werden. Wie was zum Beispiel? Nun, einmal habe ich Konzertkarten gekauft und der Preis war einfach ein bisschen zu hoch. Also fragte ich, ob Sie ein kostenloses T-Shirt oder so etwas reinwerfen könnten. Oh, schlau. Das Hinzufügen dieser kleinen Extras kann das Geschäft wirklich versüßen. Genau. Der Schlüssel liegt darin, Wege zu finden, um es für Sie beide vorteilhaft zu machen. Toller Rat. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie diese großartigen Verhandlungstipps geteilt haben. Ich helfe gerne. Lass mich wissen, wie es läuft, wenn du sie in die Praxis umsetzt. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich fühle mich schon selbstbewusster. Lektion 19. Eine verborgene Leidenschaft entdecken. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Ich habe darüber nachgedacht, mein College-Hauptfach zu wechseln, und ich hatte gehofft, du könntest einen Rat haben. Oh, das ist ein interessantes Dilemma. Warum hast du angefangen, deinen aktuellen Weg zu überdenken? Nun, nachdem ich den Geschichtsunterricht bei Mr. Elvin besucht hatte, wurde mir klar, dass ich ein echtes Interesse an dem Thema habe. Faszinierend. Was war es an dem Kurs, das deine Neugier geweckt hat? Die Art und Weise, wie er das Material zum Leben erweckt hat, schätze ich. Während der Vorlesungen habe ich mich richtig engagiert. Es ist toll, dass du dich auf so sinnvolle Weise mit dem Inhalt verbunden hast.
Lernen sollte inspirierend sein, findest du nicht? Absolut. Und das ist die Sache. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst unterverkauft habe, weil ich meine anderen akademischen Interessen nicht erforscht habe. Ich kann das Gefühl verstehen. Manchmal stecken wir in einer bestimmten Denkweise oder einem bestimmten Weg fest und es braucht etwas Unerwartetes, um unsere Augen zu öffnen. Exakt. Also versuche ich jetzt, die Vor- und Nachteile eines Studienfachwechsels abzuwägen. Es ist eine große Entscheidung, weißt du? Auf jeden Fall. Haben Sie darüber nachgedacht, wie sich ein Geschichtsstudium später auf Ihre Karriereaussichten auswirken könnte? Das ist eine gute Frage. Ich habe einige Nachforschungen angestellt, und es scheint, als ob es tatsächlich einige vielseitige Optionen gibt. Wie zum Beispiel? Ich bin neugierig, mehr zu hören. Nun, alles von der Museumskuration über die historische Forschung bis hin zur Lehre. Die Fähigkeiten zum kritischen Denken sind wirklich wertvoll. Das ist wirklich gut zu wissen. Das klingt so, als ob Sie mit einem Geschichtsstudium viel Flexibilität hätten. Ja, das ist es, was mir langsam klar wird. Da frage ich mich, ob ich diesen Weg nicht schon früher hätte erkunden sollen. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Das Wichtigste ist, dass Sie sich die Zeit nehmen, um nachzudenken und herauszufinden, was Sie wirklich inspiriert. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, ich sollte einfach dankbar sein, dass ich diese aufschlussreiche Erfahrung in Mr. Alvins Kurs gemacht habe.